Eigentlich wären wir mit diesem wunderschönen Messestand und unserem treppensteigenden Rollstuhl Skevo Bro gerade in der halben Weltgeschichte unterwegs. Und nämlich zu dir noch in die Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Weil das aktuell nicht möglich ist, haben wir uns gedacht, wir bringen uns und unseren Rollstuhl einfach in dein Wohnzimmer. Ganz genau, das machen wir jetzt und damit ganz herzlich willkommen zu unserem allerersten Skevo TV. In dieser Stunde werden wir Fragen beantworten wie: Wer ist Skevo? Was kann unser Bro eigentlich? Und wo kann man ihn testen oder einfach nur anschauen? Wer ist wir? Wir sind Skevo. Mein Name ist Thomas, ich bin Mitgründer des Unternehmens. Das ist Tabitha, sie ist verantwortlich für unser Marketing. Und ganz herzlich vorstellen möchte ich auch unseren Mann da draußen, Michael Götschi. Er ist für den Verkauf verantwortlich. Michael, bist du bereit? Ja, hallo, auch von meiner Seite aus luftiger Höhe, aus dem wunderschönen Winterthur. Auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Skevo TV. Ja, vielleicht noch als Vorinfo für alle, die jetzt zuschauen. Wir werden diesen Stream in Deutsch abhalten. Wenn aber Fragen auf Englisch reinkommen, werden wir diese selbstverständlich auch auf Englisch beantworten. Und stellt fleißig Fragen, denn nur so könnt ihr das Programm bestimmen. Also, a very warm welcome to all our English-speaking guests. In this hour, we will answer questions like, what is our wheelchair actually capable of? Where and how can I test drive and experience it? And who is Skevo anyways? So as you can see, our live stream will be guided by your questions. So ask us anything you ever wanted to know about us. The stream will be mainly held in German, but we will gladly answer your questions in English as well. Ja, was wäre ein Livestream ohne Gewinnspiel? Und deshalb haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Zu gewinnen gibt es dieses coole Skevo Crew Package und dafür schreibt ihr uns einfach eine Nachricht über Facebook, Instagram oder unsere Webseite. Und zwar wollen wir von euch wissen, was würdet ihr mit unserem elektrisch treppensteigenden Rollstuhl anstellen, wenn ihr ihn einen Tag zur Verfügung hättet? Wo würdet ihr hinfahren? Was würdet ihr erleben wollen? Weiter, wie Thomas schon gesagt hat, ist es wichtig, dass ihr immer wieder Fragen stellt, denn unter allen Fragenden verlosen wir 10 Überraschungspakete. Ja, und jetzt, um das Eis zu brechen, dachte ich mir, Thomas, ich stelle dir die erste Frage. Warum gibt es Skevo und weshalb haben wir so eine große Klappe? Ja, die große Klappe, die haben wir allerdings. Und warum gibt es uns? Wir haben vor rund 5 Jahren angefangen als Studenten hier in der Schweiz und wir hatten einfach die Aufgabe, während rund einem Jahr einen treppensteigenden Roboter zu bauen. Und unser Professor hat dann gesagt, hey komm, baut doch einen Sitz mit drauf, weil dann gibt es die Möglichkeit, dass wir auch eine Person transportieren können und dann ergibt sich auch ein Nutzen daraus. Gesagt, getan und wir haben getüftelt und gemacht und was dabei herausgekommen ist, ist das Skevo Bro, ein treppensteigender elektrischer Rollstuhl. Jetzt erreicht uns bereits unsere erste Frage, deshalb möchte ich die gleich vorwegnehmen. Any plans for the US market? So unfortunately not yet now. Of course we want to go to a USA market in the future, but for now we are also, only available in Austria, Germany and Switzerland. But we will give all that we come fast. So it's the same for the UK. Ja, jetzt sitzt du vielleicht vor dem Laptop oder dem Handy und denkst dir, ja, Moment mal, es gibt Rollstühle, die auf 2 Rädern fahren, es gibt Rollstühle, die Treppen steigen können. Was ist hier jetzt genau der Unterschied? Genau, also zu Beginn des Projekts haben wir uns überlegt, hey, welches ist die beste Art, um auf flachem Boden zu fahren? Welches ist die beste Art, um Treppen überwinden zu können? Und was braucht es, um einen vollwertigen Elektrorollstuhl haben zu können? Und dazu haben wir uns entschieden, 2 große Räder, also das Fahren auf nur einer Achse. Und warum? Weil man so einfach präzis und agil fahren kann und es auch einfach ist, über kleine Randsteine, über Kies oder Gras zu kommen mit den großen Rädern. Die Kombination mit langen Raupen ist deshalb, weil das die sicherste Art und Weise ist, um Treppen zu steigen, weil man immer an genug Punkten aufliegt. Zusätzlich haben wir mit diesen Raupen die Möglichkeit, einen Sitzlift zu integrieren oder einfach nur auf den Raupen auf flachem Boden zu fahren, um Abstände zum Beispiel zwischen der Bahn und dem Perron zu überbrücken. Und das Ganze ist kombiniert mit einem sehr ergonomischen Sitz, welcher auch komplett verstellbar ist. Und genau deshalb
macht das unser Gerät so speziell, weil wir all das kombinieren. Ja, ich würde sagen, genug geschwatzt für den Moment. Wie legen wir los? Ja, das ist ganz einfach. Unser Gerät lässt sich mit einer App steuern und bedienen und dazu einfach im App Store unsere App Skevo Pro herunterladen, auf dem eigenen Handy installieren, dann verbinden mit dem Rollstuhl und es kann losgehen. Und wie das im Detail funktioniert mit der Bedienung, mit der Steuerung, das zeigt uns jetzt gerne Michael. Ja, vielen Dank, Thomas. Natürlich zeige ich euch gerne unser neues Interface. Unser Pro kann zum einen über das Smartphone-App, über den Joystick oder über das supercoole und allerneueste Touchpanel kontrolliert werden. Dieses Touchpanel kann auch von Personen mit wenig Fingerkraft kontrolliert und bedient werden. Wie bei üblichen elektrischen Rollstühlen haben wir hier zwei Knöpfe, um den Pro ein- und auszuschalten. Ich steuere momentan das Interface auf der rechten Seite, aber natürlich ist es auch möglich, die Steuerung links zu montieren. Ja, und dann einfach auf Google Maps deine neue Route eingeben und losdüsen. So einfach geht das. Zurück ins Studio. Herzlichen Dank, Michael, für alle, die jetzt neu mit dabei sind. Wir streamen heute eine Stunde live aus unserem wunderschönen Messestand hier in unserem Büro in Winterthur. Und in dieser Stunde klären wir alle Fragen, die ihr habt zu unserem treppensteigenden Elektrorollstuhl und zu uns von Skevo. Also stellt fleißig Fragen und ich sehe, es kommen da bereits nächste Fragen rein. Wie wäre es, wenn man in einem vierten Modus kleine Schwellen mit Schwung vorwärts fahren kann, statt rückwärts mit dem Treppenmodus? Die Frage ist hier natürlich, wie hoch, von welcher Schwellenhöhe sprechen wir? Weil grundsätzlich können wir das mit vorwärts drüber fahren. Das wird uns Michael später dann noch zeigen. Dann die nächste Frage ist, kann ich mit dem Bro aufstehen oder kann der mich unterstützen beim Aufstehen? Dazu kommen wir gleich noch bei den Sitzeinstellungsmöglichkeiten. Genau dazu möchte ich jetzt eigentlich kommen, Thomas. Du hast gesagt, der Sitz ist vielfältig einstellbar. Was können wir jetzt genau alles einstellen? Ja, das zeige ich gerne hands-on. Lege ich das mal zur Seite. Grundsätzlich können wir mit unserem Rollstuhl alles einstellen, was man mit einem anderen Elektrorollstuhl auch kann. Also man kann die Sitztiefe manuell einstellen, Armlehnenhöhe, Breite, die Fußstützenlänge. Man kann diese beiden Fußplatten auch klappen. Und zusätzlich haben wir eine elektrische Fußstützenverstellung, die ist elektrisch. Auch die Rückenlehne ist elektrisch. Und hinzu kommt, dass wir die Polsterung, das Sitzkissen und das Rückenkissen ist auswechselbar. Man kann dann nehmen, was man braucht. Man kann damit Adapter dann arbeiten, so wie man es kennt von anderen Elektrorollstühlen. Und wir haben natürlich eine voll einstellbare Kopfstütze. Die kann man dann einfach so als Komponente dazu kaufen, mit 2 Schrauben befestigen. Und die ist in der Höhe verstellbar, in der Tiefe, auch in der Neigung. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, die Sitzbreite, die ist ja fix. Und ja, die ist tatsächlich fix. Wir haben aber die Möglichkeiten, mit sogenannten Seitenpelotten hier die Sitzbreite zu variieren. So kann man dann, die ist in der Breite verstellbar und auch in der Tiefe. Und so kann man die Sitzbreite schmaler stellen. So, das waren jetzt Einstellungen, die, denke ich mal, üblich sind, was sich alle gewohnt sind. Kommen wir zu den spezielleren Einstellungen. Wie schon angetönt habe, können wir mit unseren Raupen den Sitzlift aktivieren. Dazu können wir einen Knopf drücken, wir nennen das die Giraffe. Und wenn man jetzt den Joystick nach hinten zieht, dann fährt der Rollstuhl hoch. Und somit kommen wir auf eine Sitzplattenhöhe von 90 cm. Das Gegenteil zeige ich jetzt gleich hier am Tisch. Dazu kurz den Fahrmodus wechseln. So, wir fahren hier mal zum Tisch hin. Das ist also Tischhöhe, üblicherweise wie ein Esstisch zum Beispiel, 760 mm. Wir gehen in den Parkmodus, dass wir einen sicheren Stand haben, gehen wieder
in den Giraffenmodus und jetzt Joystick nach vorne. Jetzt fährt der Sitz nach vorne und nach unten. Einerseits wichtig für den Transfer, damit man stufenlos einfach rüberrutschen kann und andererseits hier auch, um unter einen Tisch zu fahren. Momentan muss man hier die Armlehne noch anheben. So, wir können diesen Modus auch nach vorne fahren. Voilà. So, könnte man die auch noch hochklappen. So, hat man frei sich. Und so können wir ganz einfach an den Tisch sitzen. In Zukunft dann auch noch hier mit einem schwenkbaren Interface, damit man diese Armlehne nicht hochklappen muss. Ja, sorry, ich kann jetzt echt nicht länger warten. Deshalb möchte ich gerne nach draußen zu Michael schalten. Ich möchte sehen, wie dieser Rollstuhl jetzt herumkurft. Ja, sehr gerne, Tabitha. Danke vielmals für deinen Input. Wie ihr seht, sind wir mit dem Skevo Pro sehr dynamisch und agil unterwegs. Und hey, das bis zu 10 Kilometer pro Stunde und mindestens 25 Kilometer weit. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, schon wieder so ein Rollstuhl auf 2 Rädern, da brauche ich sicherlich Rumpfstabilität. Nein, bei unserem Skevo Pro braucht man keine Rumpfstabilität, um diesen fahren zu können. Aktuell bin ich im schnellen Modus, jedoch haben wir auch noch einen langsamen Modus, der für deine 4 Wände ideal geeignet ist. So, ich demonstriere euch jetzt gerne noch eine Vollbremse und wie das geht, zeige ich euch gleich. Es ist so, ich werde hier beschleunigen und den Joystick einfach loslassen. So stehe ich mit dem Pro sicher im Stand. Gerne mache ich aber auch eine Pirouette für euch. Das ist nämlich auch möglich mit unserem Pro. Auf Kies oder auf Wiesen ist er ebenfalls ein Meister, also überhaupt kein Problem. Bei nassen oder eher steilen Bedingungen kann man auch gemütlich in den Raupenmodus wechseln und so das Hindernis überqueren. Ja, ich würde sagen, Tabitha und Thomas, meine Fahrt ist eigentlich hier schon wieder zu Ende leider. Deshalb wechsle ich wieder über das App ganz gemütlich in den Parkmodus, wo ich sicher und stabil an Ort und Stelle stehe. Gerne gebe ich zurück ins Studio. Schon cool, was der alles kann. Für die, die jetzt neu dazugekommen sind, erkläre ich gerne nochmals, worum es hier geht. Wir sind Skevo, ein Jungunternehmen aus der Schweiz, das den wahrscheinlich coolsten Rollstuhl der Welt entwickelt hat. Und in dieser Stunde beantworten wir dir alle Fragen rund um unseren Rollstuhl und uns selbst. Also stell gerne fleißig Fragen. Ich sehe hier, dass bereits die ersten Fragen wieder reingekommen sind. Ich glaube, eine haben wir vorhin vergessen. Wie kann man aufstehen? Richtig, die habe ich nicht vergessen. Und zwar zeige ich das damit, ja, ihr seht richtig, es ist ein Xbox-Controller und wir können damit unseren Rollstuhl fernsteuern. Warum brauche ich diesen? Diese Aufstehhilfe haben wir leider noch nicht auf der App integriert, darum mache ich es mit dem Controller. So, wir haben, ja, sitzt da mal drauf. Wir haben die Möglichkeit, jeden Motor einzeln anzusteuern und so, wir können hinten diese Supporträder ausfahren, dann kommt der Rollstuhl in die Höhe und wenn wir jetzt die Sitzfläche nach unten neigen, so, dann erhalten wir eine Art Aufstehhilfe. Dieser Vorgang ist ganz einfach, der wird später in der App per Knopfdruck verfügbar sein und solche Funktionen, individuelle Sitzeinstellungen, die automatisch eingeschaltet werden, das wird in Zukunft alles kommen, denn die Software ist von uns selbst und wir sind da wirklich völlig frei, was man alles damit machen kann. Dann haben wir eine weitere Frage bezüglich Armlehnen. Kann man die auch nach unten rotieren, damit man in einer Ausruhposition die Arme bequem hinlegen kann? Ich stelle mir vor, vermutlich, dass man sie irgendwie hängen lassen will. Ja, grundsätzlich, also dass es automatisch geht, das ist leider noch nicht möglich. Aber wir haben die Möglichkeit, die Grundposition zu verstellen. Wenn wir jetzt aber ich kann das auch kurz zeigen, diese Ausruhposition, die gibt es nämlich. Dazu gehen wir komplett auf die Raupen
So, können wir den Sitz nach vorne lassen, damit der Schwerpunkt stimmt. So, ganz nach oben. Und ihr seht jetzt, die Armlehne, die geht jetzt leider nicht mit. Was wir aber anbieten werden, ist dann hier ein Halt, damit die Arme nach hinten nicht wegfallen. Sehr cool. Dann ist eine Frage reingekommen, wie lange hält der Rollstuhl, also die Batterie, was ist hier verbaut und wie lange kann ich damit fahren? Ja, wir haben anders als bei anderen Rollstühlen haben wir Lithium-Ionen-Batterien drin. Nach 4 bis 5 Stunden Ladezeit sind die vollgeladen und wir sagen, es ist eine Reichweite von 25 Kilometern. Wir haben aber auch schon 35 Kilometer geschafft. Kommt natürlich darauf an, wie viel Steigung man fährt, welche Jahreszeit. Ist klar, im Winter weniger, aber wir sagen im Schnitt 25 Kilometer. Cool. Und dann noch eine Frage, kann man eine kleine Schwelle von 15 Zentimetern und 20 Zentimetern breit überwinden oder braucht es hier einen Treppenmodus? Nein, 5 Zentimeter, das geht gut. Wie gesagt, Michael wird das dann später noch zeigen, wie wir über so einen Randstein kommen. Es funktioniert. Ich sage jedoch immer, Leute, die wirklich keine Oberkörpermuskulatur mehr haben, die werden da etwas mehr Mühe haben. Leute, die noch etwas fitter sind, die können ein bisschen nachhelfen. Aber möglich ist es 5 Zentimeter. Wir sagen 6 Zentimeter vorwärts überfahren ist möglich. We got a further questions if I can drive in elevated mode. Yes, you can drive in elevated mode, but only forwards and backwards. So it is not possible to turn around in the elevated mode. When will it be on sale in Asia? Yeah, that's a good question. We don't know yet. So we first have to enter in the European market and after that we will see. Und jetzt ist noch die Frage, für wen ist der Rollstuhl gedacht? Kann da jeder damit fahren oder gibt es gewisse Dinge, die man erfüllen muss? Ja, also es gibt gewisse Dinge, die man erfüllen muss. Man muss schon fähig sein, einen Rollstuhl mit Joystick zu bedienen. Aber ansonsten von Behinderungsarten oder so, da gibt es eigentlich fast keine Einschränkungen. Denn wie gesagt, wir brauchen keine Oberkörpermuskulatur zwingen, weil wir mit Joystick fahren können. Es spielt ansonsten wirklich keine Rolle. Wir haben Paraplegiker, Tetraplegiker, MS, alle möglichen Arten und das funktioniert wirklich super. Ja, dann wie wäre es, wenn wir jetzt mal vielleicht das Highlight für dich zu Hause zeigen, das Treppensteigen? Michael? Ja, natürlich. Besten Dank, Tabitha. Ja, wie gesagt, ohne weiteres einfach rückwärts an die Treppe fahren und dann gemütlich auf unserem Smartphone-App in den Treppensteigmodus wechseln. Die Stützräder fährt der Rolli hinten aus und ich ziehe den Joystick nach hinten. Die Sensoren erkennen automatisch den Treppenbeginn und fahren so die Stützräder wieder hinauf, dass der Rolli die Treppe hinauffahren kann. Er gleicht den Sitz während meiner ganzen Fahrt aus, somit, dass man nicht das Gefühl hat, vom Sitz zu rutschen. Ja, den Joystick einfach weiter nach hinten ziehen und dann bin ich wieder am Treppenende. Aber natürlich muss das Ganze auch sehr sicher sein. Um das zu demonstrieren, stehe ich für euch gerne einmal auf. Seht ihr, das ist sehr sicher. Also man kann hier nicht auf die Seite kippen. Wir haben natürlich auch ein Sicherheitssystem eingebaut, dass man auf der Seite nicht umkippen kann. Weil man hinten bekanntlich natürlich keine Augen hat, haben wir natürlich eine Rückfahrtkamera eingebaut und so sieht man das Treppenende. Und wenn einmal auf der Treppe der Strom einfach ausfällt, kann eine Drittperson hinten beim Rolli den Strom wieder einschalten. Also kein Problem. Ja, und dann den Joystick wieder nach hinten ziehen und die Stützräder sichern meine Ankunft am Treppenende. Ja, wenn jetzt meine Treppe hier auf der linken Seite noch weitergehen würde, könnte ich
natürlich mit diesem Modus einfach mich zur Treppe drehen. Weil hier gehe ich natürlich nicht runter. Runter fahren wir wieder vorwärts und das ist dasselbe Spiel. Joystick nach vorne drücken und die Sensoren erkennen den Treppenbeginn. Und hey, wir schaffen das sehr schnell mit einer Stufe pro Sekunde. Das ist richtig toll. Ja, und dann hat er die Treppe wieder erkannt und ich kann gemütlich hinunterfahren. Gerne gebe ich zurück ins Studio. Ja, sehr cool, Michael. Ich hoffe, wir sehen vielleicht das Ganze später nochmals. Für die, die neu zugeschaltet haben, wir sind Skevo, ein Jungunternehmen aus der Schweiz, das den treppensteigenden Rollstuhl Skevo Pro entwickelt. Und in dieser Stunde beantworten wir all deine Fragen rund um Skevo, aber auch unseren Rollstuhl. Also du darfst uns sehr, sehr gerne Fragen stellen. Ich sehe, es sind bereits weitere Fragen reingekommen. Die prasseln hier nur so rein. Das freut uns natürlich sehr. Können wir die App mal näher zeigen? Ja, ich denke, wahrscheinlich ist es mit dieser Kamera so optimal. Auf unserer Webseite ist ein Bild von der App sichtbar und diese Frage beantworten wir sehr gerne per Mail. Ich denke, das macht viel mehr Sinn. Und wie läuft es, wenn ich jetzt so einen Rollstuhl habe und es geht irgendetwas kaputt oder ich muss einen Service machen? Wer macht den? Ja, grundsätzlich momentan gibt es uns als Standort, bezüglich Standorten später dann noch mehr, aber grundsätzlich funktioniert das so, dass wir den Service übernehmen hier bei uns vor Ort. Ihr bringt den Rollstuhl vorbei, wir schauen dann, dass ihr ein Ersatzgerät habt, wir machen die Reparatur und so wie bei anderen Elektrorollstühlen auch. Wie schwer ist eigentlich unser Rollstuhl? Unser Rollstuhl, der wiegt 150 Kilo, ist also leichter als viele andere Elektrorollstühle. Und die Frage war jetzt noch, ich denke, das ist eine nachträgliche Frage bezüglich, mit welcher Behinderung ist dieser Rollstuhl geeignet? Kann man den Rollstuhl mit Muskelschwund fahren? Ja, das ist absolut kein Problem. Wir haben Leute mit Muskelschwund, die das Gerät getestet haben und es dann auch kaufen werden. Wir haben auch getestet bereits schon mit Leuten, die starke Spastiken haben, heißt diese starken Bewegungen. Die können wir alles rausfiltern hier, die Sensitivität können wir rausfiltern, ist wirklich alles möglich. Dann ist noch die Frage, wie eng kann eine Wendeltreppe sein, die man hoch und runter fahren kann? Ich glaube, das kann ich gleich beantworten. Wendeltreppen sind nicht möglich zu fahren, einfach weil irgendwann halt ein Punkt kommt, wo man auf die Seite kippen würde. Man kann leichte Kurven fahren, aber unser Rollstuhl ist nicht für Wendeltreppen gedacht. Dann ist noch die Frage Wasser. Was passiert, wenn es regnet? Ja, da passiert gar nichts, denn wir mussten natürlich unseren Rollstuhl TÜV testen lassen und da fährt wie so ein Schlauch rund ums Produkt herum und bespritzt diesen lange Zeit mit Wasser. Also der ist getestet, da passiert gar nichts. Dann ist noch die Frage, kann ich den Rollstuhl in einen VW Golf packen? Wie das geht, zeigen wir dir gleich. Erst möchte ich aber nochmals auf unser Gewinnspiel zurückkommen. Zu gewinnen gibt es dieses coole Skevo Crew Package und dafür schreibt ihr uns einfach eine Nachricht über Facebook, Instagram oder unsere Webseite. Und zwar wollen wir von dir wissen, in welches Abenteuer würdest du starten, wenn du unseren Rollstuhl einen Tag zur Verfügung hättest. Und wer weiß, vielleicht geht ja dein Wunsch irgendwann noch in Erfüllung. Weil aber Abenteuer oftmals nicht gleich vor der Haustüre liegen, ist es natürlich spannend zu wissen, wie man den Rollstuhl jetzt in ein Auto kriegt. Und deshalb gebe ich gerne wieder nach draußen zu Michael. Der steht jetzt nämlich bei uns vor der Haustüre und zeigt uns gleich, wie das funktioniert. Ja, genau. Wie gesagt, Abenteuer sind nicht immer vor der Haustüre. Deshalb sind wir hier schon im Raupenmodus bereit, haben die Rückenlehne hinuntergeklappt und können so einfach mit dem Joystick nach hinten ziehen und so in einen PW oder in ein Kleinfahrzeug einsteigen. Der Rollstuhl erkennt automatisch
das Ende und fährt so ohne Probleme in das Fahrzeug hinein. So kann man die nächste Destination einfach gemütlich bereisen. Ja, ich würde sagen, ich gebe zurück. Herzlichen Dank, Michael. Ich wäre froh, wenn du dich bereits wieder auf den Weg machst zu irgendeinem anderen Schauplatz, sage ich jetzt mal so, denn es kommen bereits nächste Fragen rein. In der Zwischenzeit, Thomas, was ich mir schon die ganze Zeit gedacht habe. Wir haben hier so Lichter und die sehen ja schon mega fancy aus, aber ich frage mich halt echt, können die auch was oder ist das einfach nur für Coolness? Hey, natürlich können die was. Nein, klar, die müssen toll aussehen, was sie, glaube ich, auch tun. Aber wir haben uns dabei auch wirklich etwas überlegt. Wir haben vorne 2 Frontspots, die genügend Licht geben, damit man in der Nacht wirklich etwas sieht. Und wir haben rund ums Fahrzeug diese Leuchtstreifen. Einerseits, damit man selbst sichtbar ist in der Nacht, andererseits aber auch für Funktionen wie zum Beispiel Warnblinker oder hier diese Blinkerfunktion, genauso cool wie bei Audi. Und zusätzlich auf der Treppe gibt das Licht Feedback, ob alles okay ist, ob alles die Sensoren alles erkannt haben. Also wir haben hier wirklich volle Funktion mit schöner Ästhetik vereint. Ja, also ich denke mal, jetzt haben wir alle Asse aus dem Ärmel geschüttelt. Oder hast du noch was du rausticken kannst? Ja, natürlich. Was dacht ihr denn? So, ich möchte noch gerne darauf zu sprechen kommen. Ein Problem, das wir ehrlich gesagt nicht so verstanden haben zu Beginn, warum das nicht standardmäßig eingebaut ist bei Rollstühlen, aber trotzdem ein Riesenproblem ist. Denn viele Elektrorollstuhlfahrer haben keine Möglichkeiten, irgendwo ihre Wertsachen zu verstauen. Und wir haben einfach kurzerhand ein Frontbag mit integriert. Drin ist sogar noch eine USB-Ladebuchse, um ein externes Gerät anzuschließen. Und hinten am Rollstuhl haben wir einen Rucksack integriert, um vielleicht auch mal etwas Größeres mitzutransportieren. Sehr cool. Jetzt frage ich mich gerade, ob unser Live-Fahrer wieder bereit ist. Ich kriege gerade mit, dass das nicht der Fall ist. Dann beantworten wir doch einfach die nächsten Fragen. Es gibt viele Fragen wegen der Hilfsmittelnummer. Dazu kommen wir gleich. Und wie viel Steigung kann ich fahren im normalen Fahrmodus? Im normalen Fahrmodus können wir bis 10 Grad fahren. Hier noch aufgepasst, dass man Grad und Prozente nicht verwechselt. Und wenn es halt dann doch zu steil wird, kann man einfach auf die Raupen wechseln und so die Rampe hoch und runter. Und vielleicht nochmal zu wiederholen, Rampe oder Treppe, egal, spielt keine Rolle. Dort schaffen wir bis 36 Grad. Jetzt schreibt gerade noch jemand, er habe viel Spastik in den Beinen, die Knie berühren sich. Wie kann ich mich auf den Sitz von Skemo niederlassen? Ja, das können wir doch kurz zeigen. So, ich stelle den mal wieder so hin. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich jetzt gleich selbst rein. So. Wir gehen wieder in den Giraffenmodus, fahren den Sitz nach unten. Wir haben dann die Möglichkeit, die Armlehnen komplett wegzuklappen, natürlich links und rechts. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, ein Rutschbrett hinzutun oder halt auch mit fremder Hilfe und dann so diesen Übergang zu machen. Und bezüglich der Spastik in den Beinen, also wir hatten wirklich schon Leute, die extreme Spastiken hatten. Bis jetzt war es kein Problem, aber wir würden es natürlich sehr gerne mal mit dir, die du die Frage gestellt hast, ausprobieren. Ja, und deshalb einfach uns kontaktieren. Dann ist noch die Frage, wie groß ist der Rucksack? Ja, der Rucksack, ich kann ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Liter drin Platz haben, aber ich sage mal, so ein großes Notebook und ein Pullover und eine Jacke hat locker Platz. Sehr gut. Einkaufen kann man irgendwo Taschen anhängen. Ich weiß nicht, ob dir diese Frage als Designer gefällt. Ja, schmerzt mir im Herzen, schmerzt mir wirklich im Herzen. Nein, wir haben bis jetzt noch nicht vorgesehen, aber ich sage bewusst bis jetzt, denn
Wir möchten in Zukunft auch Add-ons kreieren, wie zum Beispiel Getränkehalter, einen Stockhalter oder eben auch irgendwie so einen Henkel, wo man eine Einkaufstasche hinhängen kann. Und auch da werden wir natürlich größten Wert auf Design legen. Ja, dann frage ich mich nochmals, ob unser Fahrer draußen bereit ist. Wenn ja, würde ich sehr gerne nochmals nach draußen schalten, denn euch nimmt es ja bestimmt Wunder, wie wir einen Randstein fahren. Michael, gibst du gesagt hat, ist es so, dass wir Bordsteine bis 6 cm ohne Probleme überqueren können. Das zeige ich euch auch sehr gerne. Und so kann ich wieder schön in den Modus. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, dann will ich nochmals auf den Wettbewerb hinweisen. Es gibt dieses coole Skevo Crew Package zu gewinnen und dafür schreibst du uns einfach eine Nachricht über Facebook, Instagram oder unsere Webseite. Wenn es dir einfacher fällt, dann kannst du natürlich selbstverständlich auch gleich hier bei den Kommentaren deine Idee reinschreiben. Die beste Idee wird eine Jury hinter den Kulissen am Ende des Streams küren. Und ja, wir freuen uns auf deine Ideen und einfach noch ein kleiner Hinweis, vielleicht geht dein Wunsch dann tatsächlich in Erfüllung. Also leg jetzt am besten gleich los. Wir erhalten bereits die nächsten Fragen. Nochmals die Frage wegen den Krankenkassen, da kommen wir nachher drauf zurück. Kann das Fußbrett hochgeklappt werden? Ja, das ist möglich. Wir können die einzeln hochklappen. Und wie gesagt, sie ist auch elektrisch einfahrbar, also man kann das wirklich komplett vorne weg machen. And another question is there any seat belt? Yes, of course, we're gonna have a seat belt here, and it's also possible to attach one here, anything you need. Gut, dann ist es natürlich für uns ein großes Anliegen, einmal einen herzlichen Dank an alle auszusprechen, die unser Gerät bereits testgefahren haben. Vielleicht nicht dieses, aber vielleicht ein Vorgängermodell, denn dank euren Inputs konnten wir den Rollstuhl so entwickeln, wie er heute dasteht. Wir durften sehr, sehr viele Testfahrten mit Rollstuhl fahren, aber auch mit medizinischem Fachpersonal machen. Und ich würde sagen, auch deshalb ist das Gerät heute so cool, wie es hier steht. Bestimmt fragt ihr euch jetzt, oder ihr habt es euch schon gefragt, wer bezahlt mir diesen Spaß? Ja, ich würde sagen, das Wort Spaß ist vielleicht nicht ganz richtig gewählt, denn wie schon ein paar Mal gesagt, es ist ein vollwertiger Elektrorollstuhl. Und das heißt, ein Elektrorollstuhl, der auch von Kassen oder der Versicherung bezahlt wird. In der Schweiz wird dieser von der IV bezahlt, teilweise oder komplett. Da haben wir bereits schon die ersten Anträge, die durchgingen. Und in Deutschland sind wir dabei, die Hilfsmittelnummer zu beantragen. Und wir gehen davon aus, dass wir die bis spätestens Ende dieses Jahr haben werden. Und dann wird es auch von den Krankenkassen in Deutschland übernommen. Und ich möchte an dieser Stelle auch hinzufügen, es ist ja nicht ausschließlich die Krankenkasse, die das finanziert in Deutschland. Da gibt es auch noch Möglichkeiten wie Rentenanstalt oder die Berufsgenossenschaft. Und letzten Endes ist diese Kombination auch für die Versicherungen viel attraktiver als ein Elektrorollstuhl und zusätzlich eine Treppenraupe für jemanden zu finanzieren. Da möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Auf unserem Blog, auf unserer Webseite haben wir eine kleine Anleitung geschrieben, wie der IV-Prozess in der Schweiz funktioniert. Du kannst also da gerne reinschauen und dir auch Tipps und Tricks holen, wie du unseren Rollstuhl bei der IV beantragst. Ja, und wenn es dir jetzt schon unter den Fingern kribbelt, um dich einmal hier drauf zu setzen und da draußen rumzukurven, dann meldest du dich am besten gleich für eine Testfahrt an. Richtig, und das ist ganz einfach. Geh dazu einfach auf unsere Website, dort unter der Rubrik Testfahren. Da gibt es die Möglichkeit, um sich anzumelden, um bei uns vor Ort Test zu fahren. Vielleicht interessiert es euch ja mal, wie es bei uns denn eigentlich so aussieht.
Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, sich anzumelden, dass wir vorbeikommen, also bei euch vor Ort. Auch das ist kein Problem. Und die zweite Möglichkeit ist, schreibt uns einfach eine E-Mail. Und die dritte, ruft uns doch einfach an, nehmt den Hörer in die Hand, denn wir beißen nicht. Gut, dann möchte ich gerne nochmals 2 Fragen beantworten. Wie lange halten die Gummis an der Raupe? Oder ich denke mal, diese Person meint die Raupen im Allgemeinen. Ja, richtig. Also es ist so, also wir mit den Raupen, die wir jetzt rumfahren, da fahren wir schon über ein Jahr herum und die halten immer noch. Zerreißen ist unmöglich, Abnutzung ist möglich, aber es ist sowieso so, dass man mit einem Elektrorollstuhl einmal im Jahr zur Wartung gehen muss. Dabei werden wir die Raupen anschauen und wenn Bedarf da ist, natürlich aus. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich bin im Urlaub, teile mit, möchte an den Strand. Funktioniert das? Ja, das funktioniert, wobei ich sage nicht, es geht auf jeden Fall, denn es ist immer sehr unterschiedlich, wie tief der Sand wirklich ist. Also wir haben getestet auf sandigem Untergrund und es funktioniert, aber wenn der Sand extrem tief und weich ist, dann kommen auch wir an die Grenzen. Und davon spreche ich das Fahren auf den großen Rädern an. Denn auf den Raupen im Sand zu fahren, das empfehlen wir nicht. Wann und wo kann ich in Deutschland Probe fahren? Ja, das kommt ganz darauf an, wann die Grenzen gehen. Nein, einfach anmelden über die Webseite und wir werden uns sofort melden und dann werden wir einen Test, Probefahrt vereinbaren. Dann ist die Frage noch, wie fährt man den Randstein wieder hoch? Michi macht dich schon mal bereit. Das können wir bestimmt nachher schon zeigen. Jetzt habe ich aber noch eine Überraschung für dich, Thomas. Und zwar ist heute ein besonderer Tag und ich habe mir da was Besonderes überlegt. Ich habe hier so eine Konfetti-Bombe und die lasse ich jetzt gleich knallen, weil wir haben heute noch eine Überraschung oder ein Geheimnis zu lüften. Achtung, wenn es geht, Trommelwirbel. Funktioniert? Trommelwirbel. Hey! Ja, genau, denn alle, die uns schon länger kennen, die wissen, dass wir schon länger erzählt haben, dass wir daran sind, unser Vertriebsnetz aufzubauen. Und heute ist es endlich soweit. Wir dürfen mit Stolz unsere 2 ersten Partner verkünden. Und das werde ich gleich machen. Aber zuerst möchte ich nochmals kurz zu Michael schalten, der uns jetzt zeigt, wie man den Randstein hochfährt. Michael, bist du bereit, oder? Ja, genau, ich bin bereit. Wie ihr vorher gesehen habt, hat das nicht so gut funktioniert mit dem Hinunterfahren. Deshalb probiere ich es nochmals mit dem Hochfahren. Natürlich können wir den Randstein auch hochfahren und das geht hier viel besser. Wenn ihr möchtet, kann ich natürlich auch nochmals zeigen, wie man hinunterfährt. Es ist so, dass man mit dem Skevo Pro diese Hindernisse ohne Probleme überqueren kann. Besten Dank und zurück ins Studio. Ja, dann ist noch eine Frage reingekommen, die wir jetzt erst noch beantworten, bevor wir dann zu unserem Partner gehen, um die Spannung ja noch groß genug zu halten. Übersteht die Elektrik des Bros auch einen nassen Unfall bei Inkontinenz? Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir hatten noch keinen einen solchen Fall, aber ja, das wird sie bestimmt überstehen, denn sie ist überall komplett umschlossen. Und das muss sie auch sein, ansonsten würden wir den TÜV-Test hätten wir den niemals bestanden. Dann möchte ich bereits Michael eine Vorwarnung geben oder beziehungsweise mach dich bereit. Du darfst nachher noch im Kies oder groben Steinen fahren, aber jetzt erst zu unseren Partnern. Richtig. Wie gesagt, wir sind stolz auf unsere ersten beiden offiziellen Partner. Der eine ist im Herzen Österreichs aus Graz, die Georg Ecker GmbH, und der andere Partner ist aus der Schweiz, aus der schönen Bern, Rock'n'Roll und der TEA AG heißen diese. Und wir haben beide Partner gebeten, uns ein kurzes Video einzusenden, wo sie sich ganz kurz vorstellen und einige Fragen beantworten. Und ich würde doch sagen, wir fangen an mit Georg Ecker aus Österreich. Film ab!
Grüß Gott, mein Name ist Günter Knobloch, ich bin der Geschäftsführer der Georg Ecker & Co. GmbH. Unser Unternehmen gibt es seit 1951, seit 1989 firmieren wir als GmbH. Bei uns sind 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Wir sind mit den Themenfeldern Mobilität für Menschen mit Bewegungseinschränkung, Therapie und Alltag sowie Pflege beschäftigt. Wir sitzen hier heute in unserem Mobilitätspark, der direkt vor unserem Unternehmen gegründet wurde. Der Mobilitätspark hat das Ziel, dass Menschen, die Produkte testen wollen, sie unter realistischen Bedingungen direkt im Umfeld unseres Unternehmens testen können. Sowohl mit unterschiedlichen Belegen, Stufen 3 und 5 cm bzw. 6 und 5 Grad Steigungen, als auch Wiesen und Unebenheiten können hier befahren werden. Ich wurde eingeladen von der Firma Scevo, ein Statement abzugeben bzw. meine Einschätzungen, was ich von dem neuen und sehr innovativen Produkt Scevo Pro halte. Das mache ich natürlich gerne. Zum einen, warum glauben wir an das Produkt Scevo? Das ist schnell erklärt. Stufen und Barrieren gibt es immer schon. In den letzten Jahren wurden das natürlich, auch in Österreich wurde die Situation besser, im öffentlichen Raum immer weniger. Dennoch ist das Thema vorhanden. Und seit ich in der Branche bin, wird versucht, das Produkt einer Treppenaufstiegshilfe wie eine Treppenraupe mit einem Rollstuhl zu kombinieren. Und das Scevo Pro ist das erste Produkt, wo das tatsächlich geglückt ist, dass man einen Rollstuhl hat, einen Elektrorollstuhl, der über eine Treppen steigen kann, aber auch eine sehr, sehr gute Alltagstauglichkeit hat, mit einer Joystick-Steuerung verbunden. Und das ist wirklich zum ersten Mal, dass das gelungen ist. Welche Möglichkeiten sehe ich? Naja, ganz klar einfach ein freies Bewegen in öffentlichen Räumen, eben auch mit Barrieren und Stufen, die überwunden werden können. Das ist natürlich, das bringt ein großes Stück Freiheit für die Benutzer mit sich. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Wie erlebst du das Team von Scevo? Also sehr erfrischend. Also es ist ein junges, dynamisches Team, typische Start-up-Stimmung, aber doch noch mit einem seriösen Background und, sage ich jetzt einmal, gut durchdachtes Produkt mit einer entsprechenden Entwicklungszeit, bevor es auf den Markt gebracht wird. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte und ich freue mich, dass wir wieder mal so einen jungen, dynamischen Lieferanten als Partner haben können. Was können die Kunden bei dir erwarten? Naja, wie immer, eine gute Qualität in der Versorgung und Anpassung. Da ist mit extrem viel Know-how wird bei uns da gearbeitet und natürlich gibt es auch genügend, sage ich jetzt einmal, Erfahrung im Bereich Service, Betreuung, After-Sales-Service und wie immer agieren wir unserem Motto getreu, unserem Credo, der Mensch im Mittelpunkt. Ja, super Sache. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir bereits unseren ersten Partner haben. Und ich sehe jetzt mittlerweile, dass schon wieder einige Fragen reingekommen sind. Die möchten wir jetzt gleich noch gerne beantworten, bevor wir den zweiten Video einschalten. Und zwar ist die Frage, kann man Räder mit mehr Profil aufziehen? Ja, das ist möglich. Wir haben hier bereits ein Rad drauf, das mehr Profil hat als eines, das wir vorhin schon hatten. Aber grundsätzlich sind wir da momentan noch limitiert, weil das sind Räder, die man zum Beispiel auch auf einem Segway hat. Und ja, da kann man grundsätzlich jeden Reifen aufziehen, den es gibt. Wie ist es mit dem Akku? Kann man da auch einen größeren reinpacken? Ja, das ist tatsächlich möglich. Es gibt die Option für einen größeren Akku. Dazu einfach auf unserer Webseite schauen, da haben wir Informationen dazu. Wie sieht es eigentlich mit dem Transport im ÖV aus? Wie mache ich das? Ja, das ist also ganz einfach. Man fährt, wenn möglich, mit den großen Rädern in die Bahn rein und dann einfach unbedingt in den Parkmodus gehen. Denn niemals in dem balancierenden Modus stehen bleiben. Wenn nun eine Treppe im Weg ist, auch das ist möglich, wobei ich da hinzufügen will, in die ÖV einzusteigen ist natürlich überall unterschiedlich, auch im Land, die Bahnen sind unterschiedlich. Da muss man einfach austesten, aber hier in der Schweiz, Intercity-Neigezug haben wir auch schon geschafft und es ist möglich und wir sind ja auch stetig dran, die Software zu verbessern und da haben wir wirklich alle Möglichkeiten.
Dann gibt es bereits auch eine Frage zu Vertriebspartnern. Haben wir hier in Deutschland schon jemanden ins Auge gefasst? Ja, natürlich, wir sind in Gesprächen mit verschiedensten Partnern aus ganz Deutschland. Da sind wir dran, eifrig. Ist klar, aufgrund der Grenzenschließung ist das auch ein bisschen in Rückstand geraten, aber wir sind da dran und ich gehe davon aus, dass wir bis diesem Sommer auch in Deutschland einen ersten Partner verkünden dürfen. Dann, wie ist das, wenn der Strom ausfällt? Stehe ich dann einfach irgendwo auf der Straße oder was mache ich dann? Nein, natürlich nicht. Wenn der Strom komplett ausfällt, dann gibt es die Möglichkeit, hinten eine Bremse zu lösen. Da kann man den Rollstuhl wegschieben. Natürlich braucht es dazu eine Hilfe, eine fremde, aber das wäre ja bei einem anderen Elektrorollstuhl dasselbe. Wenn jetzt aber der Strom oder wenn nur ein Fehler war und er hat abgeschaltet, dann ist es bei unserem Rollstuhl möglich, dass er sich selbst wieder aufstellt. Also das ist schon möglich. Ich weiß nicht, ich kann das mal kurz demonstrieren. Wenn wir hier, ich bin jetzt im Balanciermodus, also im Fahrmodus. Ich kann hier ja mal kurz, kommst du da hin? Kannst du da mal drücken? Ja, wir imitieren jetzt den Stromausfall. So, jetzt kippt er nach vorne, Strom ist ausgefallen, kommt aber wieder aus irgendwelchen Gründen. Da kann man jetzt auf der App anwählen, Joystick nach vorne drücken und der Rollstuhl stellt sich selbstständig wieder auf. Und was halt auch noch cool ist, was ihr jetzt gerade gesehen habt, es ist nicht möglich, mit unserem Gerät komplett umzufallen. Denn nach vorne haben wir einen mechanischen Anschlag und nach hinten haben wir die Raupe und hinzu kommt ja auch noch das Sicherheitssystem, das uns auffangen kann. Ja, dann ist noch die Frage, kann ich das J-Carbon Rückenkissen da montieren? Ja, ich denke mal schon. Ich glaube, das J-Carbon-Rückenkissen hat dasselbe System wie dieser J-Rücken, den wir hier drauf haben. Da haben wir die Möglichkeit, das einfach mit diesen Adaptern auszuhängen und hier wieder so einzuhängen. Ich glaube, das funktioniert. Dann, wie arbeiten wir vorwärts oder rückwärts? Neigt sich etwas vorwärts oder rückwärts? Leider verstehe ich die Frage nicht ganz. Wenn du sie also vielleicht etwas anders stellen könntest, dann beantworten wir die gerne. Kommen wir für die Wartung auch zu jemandem nach Hause? Bis jetzt nicht. Also die Frage ist ja, ob wir in Deutschland zu jemandem nach Hause kommen. Und nein, das ist bis jetzt nicht der Fall. Wir arbeiten aus diesem Grund daran, dass wir Vertriebspartner in Deutschland finden, damit die Wartung dann auch darüber läuft. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir hier von der Schweiz nach Deutschland fahren, gerade wenn es weiter weg ist. Das würde viel zu lange dauern. Ja, dann komm, lass uns mal unseren zweiten Partner vorstellen aus dem Herzen der Schweiz, Rock'n'Roll. Und ja, ich würde sagen, Film ab. Ciao zusammen, ich bin der Mike. Hey, ich bin der Metto. Wir sind Inhaber von Rock'n'Roll Ortea AG. Wir sind auf der Baustelle. Ab dem 1.9. geht es hier Erlebniswelt, Orthopädie, Rollstuhl und natürlich der Skevo. Die Frage ist, warum werden wir Vertriebspartner vom Skevo? Ganz einfach, das Skevo ist ein Produkt, das es so noch nicht gibt, wo ganz viele junge Leute, die ein bisschen anders denken, eigentlich so wie wir, dahinter stehen. Und weil wir schon drin gesessen haben und es ausprobieren konnten, es ist wirklich, wirklich gut. So, und dann war noch die Frage nach, wie werden die Testfahrten überhaupt ermöglicht? Tja, eine Sache ist zum Beispiel die, wenn diese Wand hier, wo Türe dran steht, wirklich durchgebrochen ist, kann man durchfahren, zum Beispiel, oder Treppen nehmen. Und am Anfang wird sicher immer jemand von Skevo dabei sein, wenn wir so eine Testfahrt durchführen. So, mittlerweile sind wir in einem anderen Stock. Die Frage ist auch noch, wie erleben wir das junge Team von Skevo? Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Nein, es sind alles jung aufgestellte Leute, die kennen kein Nein, denken anders, genauso wie wir. Hoch innovativ,
muss man schon sagen. Top-Techniker, Designer, Wahnsinn. Also man sieht es wirklich am Produkt auch. Also genau das, was man sich wünscht als Partner, wenn man die an der Seite hat, dann läuft das. Und ihr seht, hier hinten hat es noch viel Platz. Und würde ich eigentlich gleich denken wie wir, ja, helft doch uns, sie zu überzeugen, sie sollen nach Bern kommen. Also Möglichkeiten des Skevo Pro sind definitiv Barrierefreiheit. Eine der großen Prämissen, wie wir hier den Umbau gestalten. Absolute 100% Barrierefreiheit. Sicherlich sind die ein oder anderen Grenzen da, die es noch zu überwinden gibt, aber das ist sicherlich auch für das Team um Skevo kein Thema. Endlos. Die Möglichkeiten sind endlos. Also, Viel Spass. wir sehen uns. Ciao zusammen. Ciao. Ja, richtig coole Sache für alle Schweizer und Österreicher. Also ab diesem Sommer ist es möglich, bei diesen beiden Partnern den Bro auch mal live zu sehen und Test zu fahren. Und ihr könnt auch gerne auf unserer Webseite unter der Rubrik Partner jetzt schon sehen, mehrere Informationen über sie und auch die Verlinkung zu ihren Webseiten und so mehr Informationen zu erhalten. Ja, unser Fahrer Michi ist jetzt auf einem Kiesplatz angelangt. Michi, wir schalten gerne zu dir nach draußen. Zeig uns doch mal, wie unser Rollstuhl da sich auf dem Kies verhält und rumcruist. Ja, sehr gerne, Tabitha, besten Dank. Natürlich ist unser Bro auch auf Kies ein Meister und wie gesagt, wir sind sehr agil und dynamisch unterwegs. Wir haben hier extra einen Kiesplatz ausgewählt, der ein bisschen tiefer ist und hier kann ich auch schön noch eine Pirouette drehen und komme hier auch ohne Probleme wieder hinaus. Ebenfalls ist es möglich natürlich rückwärts zu fahren, da bin ich ein bisschen langsamer, aber im Kies auch kein Problem. Gerne gebe ich zurück ins Studio und hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Herzlichen Dank, Michael. Ich denke, wir kommen in die nächste Fragerunde. Ist es möglich, einen Tisch hier anzubringen? Ja, grundsätzlich ist es möglich, hier alles anzubringen. Wir haben aber keine Vorrichtung bis jetzt vorgesehen für einen Tisch, aber es ist natürlich möglich, um hier mit Adaptern irgendwie einen Tisch zu montieren. Dann ist noch eine Frage, was sind die Voraussetzungen für eine Vollfinanzierung der IV? Wer hat Anspruch auf eine Treppensteighilfe? Wir haben gelernt, dass das von Fall zu Fall verschieden ist. Also es kommt auf deinen Behinderungsgrad darauf an, ob du arbeiten kannst oder nicht, welchen Anspruch das du hast. Und deshalb ist das von Fall zu Fall verschieden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu, aber ansonsten ist es am einfachsten, wenn du dir unseren Prozess auf unserer Webseite www.skevo.com anschaust. Unter Blog hat es einen Beitrag IV-Prozess. Dann, wie gut ist die Rückfahrkamera? Kann man da genug erkennen? Ja, also die ist gut genug. Auch hier wieder, wenn ich das Handy jetzt hier in die Kamera halte, ist die Qualität wahrscheinlich zu schlecht. Aber ich sage, das Bild ist mindestens so gut wie bei einer Autorückfahrkamera, wenn nicht doch ein bisschen schärfer. Und momentan ist sie so gerichtet, dass man mehr sieht beim Treppensteigen, also mehr auf die Stufen geneigt ist. Aber man sieht eigentlich im Großen und Ganzen wirklich genug. Ich höre gerade, dass die draußen das gerne schnell zeigen würden. Ich würde sagen, wir schalten ganz kurz nach draußen. Michael, kannst du uns kurz die Rückfahrkamera zeigen? Dann sieht man nämlich auch noch kurz die App. Ja, natürlich. Ja, natürlich, Tabitha, besten Dank. Wie ihr seht, hoffentlich seht ihr es auch auf dem App, wenn ich den Joystick nach hinten drücke oder ziehe, sieht man die Rückfahrtkamera, Entschuldigung, und hier sehe ich dann, was hinter mir alles ab. Es ist sehr übersichtlich und für die Treppe sehr hilfreich. Gerne gebe ich zurück. Ja, es wurde gleich zweimal gefragt, was kostet dieser Rollstuhl? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und so wie er hier steht, kostet dieser Rollstuhl
36.000 Schweizer Franken. Und jetzt denken wahrscheinlich die meisten, wow, das ist ja so teuer. Aber ihr müsst überlegen, ein Elektrorollstuhl mit der ähnlichen Einstellungsmöglichkeiten wie unserer, der kostet schnell auch mal 20.000 bis 25.000 Schweizer Franken. So, und wenn jetzt noch die Treppenhilfe damit dazukommt, was auch schnell mal 8.000 bis 10.000 Franken kostet, dann sind wir bereits bei diesen 35.000. Und wir kombinieren das Ganze ja noch, also man hat die Treppenhilfe immer mit dabei und es braucht auch keine Hilfsperson und es ist wirklich so viele Funktionen und ein tolles Design vereint. Also ich glaube, diese 36.000 Franken, die sind sicherlich sehr gut investiert. Dann war noch die Frage, wie ist die Reichweite mit dem größten Akku? Ja, also wie gesagt, wir sagen eine Durchschnittsreichweite von 25 Kilometern. Das ist mit dem Standardakku, mit dem größeren Akku, da erreichen wir locker 35 oder mehr, wobei wir da auch noch Langzeittests am machen sind. Aber 35 Kilometer, das können wir locker. Dann fragt der Matthias, Thomas, meinst du, klappt es mit unserer Testfahrt Ende Mai? Ja, ich denke also auf jeden Fall, das wird bestimmt funktionieren. Ja, und wenn du unser Gerät auch testfahren willst, dann meldest du dich am besten gleich an. Du kannst uns unter allen Kanälen kontaktieren, Facebook, Instagram, Webseite oder du rufst uns einfach an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Anruf. Und die Frage ist noch, werdet ihr dieses Jahr in Düsseldorf auf der Messe sein? Wir hoffen es sehr stark, denn es wäre für alle schade, wenn wir diesen wunderschönen Messestand nicht allen zeigen könnten. Und deshalb hoffen wir natürlich fest darauf, dass die Reha-Care in Düsseldorf stattfindet. Wenn ja, sind wir selbstverständlich mit unseren Pros vor Ort. Was ist hier für ein Sitzkissen drauf? Ich denke, das ist die letzte Frage, die wir jetzt noch beantworten. Ja, also momentan haben wir hier ein Sitzkissen von der Marke, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir haben so viele Sitzkissen bei uns. Care of Sweden. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau, aber wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, welches Sitzkissen. Es ist einfach hier mit Klettverschlüssen. Man kann drauf tun, was man will. Ja, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Unsere Jury im Hintergrund hat gewählt und zwar sitzt der Rest des Teams da hinten im Meetingraum und schaut uns auch zu. Vielleicht können wir da mal kurz hinwinken. Ist natürlich immer cool, wenn man die Leute da im Hintergrund mit dabei hat. Genau, und jetzt möchte ich aber den Gewinner küren, weil Sie haben da die beste Idee gewählt und ein Heinzelmännchen hat mir hier schon den Gewinner genannt und zwar ist das der Dirk aus Deutschland. Er hatte die Idee, einmal eine Hängebrücke zu fahren und ja, herzlichen Glückwunsch dir, Dirk. Wir freuen uns bereits, wenn du uns natürlich dann ein Foto mit der Skevo Crew Kleidung zuschickst. Und ja, bedanken uns allen fürs Mitmachen und wer weiß, wie schon gesagt, vielleicht geht euer Wunsch dann irgendwann in Erfüllung. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Richtig. Ja, damit kommen wir bereits schon zum Ende dieses Livestreams. Ich sehe hier, was bedeutet, dass die erste Serie ausverkauft ist. Ja, wir haben eine erste Serie hergestellt jetzt. Das sind rund 30 Rollstühle und die sind leider jetzt schon bereits ausverkauft. Als Information noch, auf unserer Webseite kann man das Gerät vorbestellen. Dazu ist dann einfach eine Anzahlung von 1.000 Franken. Dann hat man ihn reserviert. Und wenn du heute vorbestellst, dann kriegst du das Gerät vermutlich gegen Ende dieses Jahres. Das heißt, einer aus der zweiten Serie. Zweite Serie, Stichwort, die ist jetzt dann bald auch schon gefüllt. Also wenn du da wirklich Interesse hast, so schnell wie möglich eine Testfahrt vereinbaren und dann natürlich so schnell wie möglich bestellen. Richtig. Ja, ich glaube, das war es dann von unserer Seite. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch allen da draußen bedanken fürs Einschalten, natürlich fürs fleißige Fragen stellen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch einen speziellen Dank aussprechen, und zwar der geht an die
Huber Fenster AG. Sie haben uns ermöglicht, diesen wundervollen Messestand zu realisieren. Die Huber Fenster AG ist eine Firma in Herisau in der Schweiz. Die machen individuelle Lösungen für Türen oder auch große Fenster und das alles aus bestem Massivholz. Ein Blick auf www.huberfenster.ch lohnt sich. Ja. Ja, ansonsten, das war's von uns. Vielen Dank. Ja, und hast du jetzt noch unbeantwortete Fragen, dann stell sie uns sehr gerne, wie gehabt, über Instagram, Facebook, unsere Webseite oder ruf uns einfach an. Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich unsere Wege dann auch mal im realen Leben kreuzten. Wünschen in diesem Sinne einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und hoffentlich auf ein Wiedersehen. Tschüss! Tschüss!